Hallo und herzlich willkommen bei derautotester.de. Wir sind in Nizza, das ist der T-Roc Air und wir präsentieren euch heute 10 Dinge, die ihr garantiert noch nicht über dieses Air-Modell vom T-Roc wusstet. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, YouTube. Jetzt geht es auch los mit mir und dem T-Roc Air. Viel Spaß! Sprechen wir über die Farben und hier haben wir Lapis Blau mit einem schwarzen Kontrastdach und schönes. Diese Farbe ist exklusiv für den T-Roc Air. Die haben wir auch in der Mittelkonsole als optisches Element, eben die exklusive Farbe. Aber dann gibt es natürlich noch andere Farben für dieses Modell, nämlich Pure White, White Silver, Flash Rot, Indium Grau, Energetic Orange haben wir hier drauf, Kurkuma Gelb, Deep Black Pearl Effekt. Das sind sie, glaube ich, im Wesentlichen. Und bis auf die schwarze Außenfarbe ist es so, dass wir bei jeder Farbe das Dach in schwarz haben können, bei der schwarzen natürlich auch. Aber da sieht man es natürlich nicht abgesetzt. Das sind die Farben. Sprechen wir über die veränderte Optik. Und damals, als der T-Roc neu kam, da waren alle begeistert. Wow, VW traut sich was. Wir hatten hier vorne ovale LED-Tagfahrleuchten in so einem Ring drin. Ihr habt das Bild im Kopf. Ja, und dann haben die Ingenieure bzw. die Designer beim T-Roc Air gedacht, ja, wir müssen was Sportlicheres machen. Was haben sie also gemacht? Sie haben die ovale Leuchte hier vorne durch so eine horizontale, dreigeteilte ausgetauscht, was in Verbindung mit diesem großen Stoßfänger hier, mit den großen Lufteinlässen, ja, zu einer richtig sportlichen Optik führt. Aber damit nicht genug, es sind ja noch ein paar andere Dinge passiert. Erstmal haben wir das Air-Logo vorne, an der Seite hinten. Wir haben leicht ausgestellte Rathäuser, wir haben Spiegelkappen in so einer Chrom-Optik, wir haben verlängerten Dachkantenspoiler und wir haben hinten auch einen Stoßfängerbereich, ja, der einen Diffusor unten hat und an den Seiten ist eine doppelflutige Abgasanlage und das ist in Verbindung mit dieser Lapisblau metallischen exklusiven Farbe dann schon ziemlich sportliche, aber trotzdem auch zurückhaltende Optik. Sprechen wir über eine Sache, die ihr ganz bestimmt nicht gewusst habt, nämlich die Air Performance Abgasanlage von Akrapovic ist das teuerste Extra bei diesem T-Roc. Teuerstes Extra, 3.800 € soll die kosten. Die ist mit dem Endschalldämpfer und dem doppelten Abgasendrohr hier in Titan ausgeführt. Ja, und ich werde sie euch natürlich gleich mal anmachen, aber so viel vorweg. Die sorgt für Aufsehen. Nicht nur, weil sie halt toll aussieht hier mit diesem gelochten Muster, Akrapovic steht drauf und einfach mächtig ist, sondern auch, weil die unter Last kreischt, weil die sprotzelt, weil die beim Runterschalten richtig poltert. Das ist eine tolle Abgasanlage, aber ich kann euch jetzt ja natürlich viel erzählen. Zum Beispiel, dass sie 7 Kilo Gewicht einspart. Was sie nicht einspart, ist natürlich Geld, weil das ist eine ganze Menge. Aber wisst ihr was, ich zeige sie euch jetzt. Ja, sprechen wir kurz über den Sound. Ich werde euch die Klaviatur von 1 bis 8000 Umdrehungen jeweils runterspielen. Jetzt bin ich einfach mal ruhig. Wir sind hier im Race-Modus. Das bedeutet, ja, der Sound ist eben auch auf Race eingestellt, was natürlich klar ist. Von der 3.800 € tollen Akrapovic. Und jetzt fange ich mal an. dann was Sound eingeht, einfach ziemlich beeindruckend.
Ja, was ihr ganz bestimmt gewusst habt, ist, dass hier der 2 Liter TFSI-Motor aus dem Volkswagen-Konzern drin ist, der mit interner Produktbezeichnung EA888 heißt. Ihr wusstet wahrscheinlich auch hier, dass dieses Auto 300 PS, 400 Newtonmeter hat und in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Das ist 0,1 Sekunden langsamer als der Golf R. Aber was ihr nicht wusstet, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich erzähle es euch trotzdem, ist, wo ist dieser Motor denn noch drin im Konzern in der Ausbaustufe? Der ist drin im Audi SQ2, den findet ihr bei uns im Kanal. Der ist drin im Cupra Ateca, findet ihr bei uns im Kanal. Der ist natürlich im Plattform- und Motorenspender Golf R drin. Der ist drin im Seat Leon Cupra 300 zum Beispiel. Also das ist eine Wunderwaffe. Vielleicht wisst ihr, wo er noch drin ist. So viel zum Motor. Ja, was ihr neben der schwarzen Katze bestimmt auch noch nicht kanntet, ist die Tatsache, dass wir beim T-Roc R eine Dachlast von 75 Kilo haben, genau wie beim Golf R. Das war den Ingenieuren wichtig. Warum? Natürlich wird mit der Dachreling das Auto vielleicht für eine Box da oben drauf genutzt und ja, das ist ein großer Vorteil für die Kunden. Was noch ein Riesenvorteil für die Kunden sein kann, ist, man weiß in Wolfsburg, dass es ein Auto auch ist, was vielleicht manche Leute nutzen wollen, um ein Pferd, ein Boot oder irgendeinen Hänger zu ziehen. Ja, und dann hat man hier eine Anhängerkupplung, die man optional bestellen kann und jetzt passt auf, die zieht 1,9 Tonnen, was wirklich eine Menge ist. In Verbindung mit dem 4Motion Allradantrieb mit der Haldex-Kupplung könnte das eine ganz spannende Kombination für ein Gespann sein. Neu ist das Logo. Nee, es ist nicht bei unserem T-Roc R, denn wir haben das alte VW-Logo und das alte R-Logo. Macht aber gar nichts. Wir waren auf der IAA und neben der Weltpremiere von dem ID.3 war das größte Thema der Wolfsburger: die Logos werden neu. Und erstmal hier das VW-Markenlogo wird jetzt zweidimensional, bisschen schlanker, graziler. Ja, das wird dann auch mal schön bei 70.000 Elementen, bei 10.000 Händlern weltweit bis Mitte 2020 gewechselt. Das wird eine ganze Menge kosten, soll aber jünger sein, soll besser online einbindbar sein. Ja, und dann habe ich gelesen die Tage, das R-Logo, das wird auch anders. Es wird jetzt so geschwungener. Hier ist noch das alte R auf schwarzem Grund und ja, dann war hier der Geschäftsführer der R GmbH, Jost Capito, und der hat gesagt, ja, das ist halt jetzt neu, wir sind neuer, wir sind moderner, also haben wir ein neues Logo, muss man akzeptieren. Hier ist es vorne auf der Seite und hinten drauf, ja, und so ist es dann halt, ne? Was ihr vielleicht nicht wusstet, ist, dass dieses Auto, und jetzt wird es interessant, preiswerter ist als der Golf R. Der ist teurer, der beginnt bei 46.000 € irgendwas und das überrascht dann schon. Was ihr bestimmt noch nicht wusstet, ist, was sich die VW-Ingenieure einfallen lassen haben, um ja, den T-Roc R, der 25 Kilo schwerer ist im Vergleich zum Golf R und natürlich einen höheren Schwerpunkt hat, ähnlich agil zu machen als den Hot Hatch. Ja, und das sind dann eine ganze Menge an Möglichkeiten. Wir haben das Auto 2 cm tiefer gemacht. Wir haben dann Sportfahrwerk drin. Hier ist das optionale adaptive Fahrwerk drin. Wir haben auch die Bremsen aus dem Golf R Performance Paket. Das sind hier die 17 Zöller. Die sind im Vergleich zum Golf R nicht gelocht, aber das sind tolle Bremsen. Und hier haben wir 18 Zoll Felgen serienmäßig, die heißen Spielberg. 19 Zoll Felgen sind auf unserem Testwagen drauf in Pretoria. Dark Graphite ist hier dieses Muster, was schön ist. Außerdem haben wir das ESC und das ESP ein bisschen anders abgestimmt. Die Hinterachs vom 4Motion Allradantrieb kommt schneller dazu und damit haben wir hier eine ganz schöne querdynamische Maschine für die Karosserie. So. Jetzt bin ich im Auto und ich werde euch, das habe ich versprochen, den Launch Control Start machen. Dafür machen wir dieses Auto hier an. Ich schalte natürlich erstmal in den Race-Modus. Wir werden die ESC-Taste jetzt 3 Sekunden drücken. Da kommt zuerst eingeschränkt und dann sieht man ESC deaktiviert. Kurz für alle, die zuschauen, die nicht so viel Erfahrung haben, macht das vielleicht nur, wenn die Straße frei ist, ihr auf einer Rennstrecke seid und nicht einfach so. ESC deaktivieren ist gefährlich. Ja, und dann gehen wir in die S-Gasse hier in der Schaltung nach rechts, drücken mit dem linken Bein die Bremse komplett durch und mit dem rechten das Gaspedal durch und gehen dann von der Bremse. Die Drehzahl wird dann bei etwa 4000 Umdrehungen festgetackert und die Räder sollten ohne durchzudrehen uns nach vorne katapultieren. Das mache ich jetzt mal.
Jetzt hören wir schön, 4000 Umdrehungen. Ich gehe von der Bremse runter. So schnell sind wir dann auf Tempo 100. Das ist natürlich ein Genuss. In der Kurve muss man jetzt ein bisschen aufpassen. ESC ist aus, ne? Ja, und da würde ich euch sagen, das sollte man vielleicht mit dem eigenen Auto nicht so oft machen. Ich bin nicht sicher, ob das für das 7-Gang DSG so richtig gut ist, aber das Auto muss es eigentlich abkönnen. Da sind wir uns alle einig. Krass, dass es kann. Schön so ein Launch Control Start. Schön auch die 4,8 Sekunden einfach auf 100, obwohl das Auto ja 1,6 Tonnen schwer ist. Das ist dann schon ziemlich gut. Das ist spaßig. Das ist ein schönes Paket. Ja, danke fürs Mitfahren. Ja, was ihr vielleicht wusstet, ist, was unser T-Roc R kostet. Das sind 43.995 €, also keine 44.000 €. Was ganz interessant ist, die Wettbewerber im Konzern mit dem Audi SQ2, der 500 € teurer ist, oder dem Cupra Ateca, der 500 € preiswerter ist, die sind relativ ähnlich eingepreist. Naja, was der VW-Konzern dann insgesamt gut macht. Ja, und dann haben wir aber noch externe Konkurrenten, zum Beispiel den BMW X2 mit dem M35i Motor, also 306 PS, ist vielleicht eine Klasse drüber, aber auch ähnlich, zumindest ja, was die Qualität angeht, aber der kostet halt auch über 10.000 € mehr. Von den Mercedes GLA, GLB, GLC, AMG Motoren will ich gar nicht sprechen, die sind sowieso weit weg von Gut und Böse. Ja, das ist es preislich. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ja, und das waren die 10 Fakten zum T-Roc R. Lasst mir gerne eure Meinung da, wie ihr das fandet. Das ist ein bisschen neues Format von mir, finde ich ganz spannend. RTL macht das auch, RTL 2. Und da habe ich gedacht, in die Reihe will ich mich auf gar keinen Fall einordnen. Übrigens, die Sonnenbrille schützt meine Identität. Ihr findet uns, genauso wie die Sonnenbrille, auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, dann gibt es mehr Charts als auf Viva oder MTV. Ja, bis bald, Freunde.